Der digitale Fortschritt ist längst in der Gesellschaft angekommen. Wir konsumieren digitale Medien, nur das Einkaufen ist heutzutage noch offline. Wir bezahlen mit Bargeld, wir müssen uns selber an der Kasse noch anstellen und aus diesem Grund halten wir es für essentiell, sich schon heute mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen. Mit dieser Erkenntnis rennt T-Systems bei Jens Jennecke offene Türen ein. Der Kaufmann betreibt im niedersächsischen Adendorf einen Supermarkt. Nun macht er sich Gedanken über die nächsten Schritte auf dem Weg der Digitalisierung des Einzelhandels. Was passiert im Rahmen der Digitalisierung? Ist Amazon für uns vielleicht mehr Segen als Fluch sogar im klassischen Wettbewerb? Oder auch schlichtweg, warum benutze ich eigentlich immer noch ein Faxgerät, wenn es inzwischen schon andere Medien gibt, mit denen ich arbeiten kann? Chancen, Herausforderungen, Risiken, Nebeneffekte. Wer digitalisiert, braucht einen soliden Plan. Also wir haben zunächst mal eine Bestandsaufnahme gemacht, gemeinsam mit den Fachleuten von T-Systems, um überhaupt erstmal festzustellen, auf welchem Stand der Kommunikation befinden wir uns eigentlich. Um dann festzulegen, mit welchem Stand können wir vielleicht zunächst mal noch leben und wo müssen wir dringend handeln. Der erste Schritt zur Digitalisierung des Ladens war ganz profan die Vernetzung der Filiale mit WLAN, aber auch Smartphones beispielsweise im Hinblick auf die Vernetzung der Mitarbeiter. Stellt ein Kunde eine Frage zu einem Produkt, zückt der Mitarbeiter nun ganz einfach sein Smartphone, findet Antworten und kann sogar ergänzende Produkte empfehlen. Wenn also vor vielleicht 12 Monaten tatsächlich noch meine Kolleginnen und Kollegen mit einem einfachen gedruckten Handzettel rausgegangen sind, dann war das Wissen darauf auch beschränkt und auf ein möglicherweise privat angereichertes Wissen. Das ändern wir jetzt. Grundlage dafür ist der Umstieg auf All-IP, ein Übertragungsstandard, über den sich Sprache und Daten über ein Netz übertragen lassen. Der Vorteil besteht letztendlich darin, wenn man als Händler auf All-IP umsteigt, dass man ja eine zukunftssichere, schnelle Technologie hat, eine gute Basis, um mit digitalen Lösungen erfolgreich zu sein. Ein Problem des stationären Handels: die Filialbetreiber wissen zu wenig über ihre Kunden. Doch nur wer den Verbraucher genau kennt, kann mit passgenauen Angeboten mehr Umsatz erzielen. Manchmal wissen wir nicht genau, wo sollen wir eigentlich die Ware platzieren, damit du es als Kunde wirklich auch wahrnehmen kannst. Und dafür ist es zum Beispiel für uns ganz wichtig zu erkennen, wo halten sich unsere Kunden eigentlich wie lange auf. Nun ist jeder Einkaufswagen mit einem eindeutig identifizierbaren sogenannten Beacon ausgestattet. Beacons sind kleine Bluetooth-Sender, die uns letztendlich mittels Triangulation helfen sollen zu verstehen, wo sich die Einkaufswagen und Körbe im Markt bewegen. Das hilft dem Kaufmann, um blinde Flecken zu identifizieren, wo Kunden vielleicht niemals lang gehen. Und wie soll es mit der Digitalisierung nun weitergehen? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das Abgefahrenste ist tatsächlich ein kleiner Lebensmittelscanner. Das ist eine sehr neue Entwicklung. Das Charmante daran ist, dieser kleine Scanner, der ungefähr so groß ist wie ein Autoschlüssel, ermöglicht einem festzustellen, was ist in diesem Lebensmittel, in dieser Tomate beispielsweise drin. Ist diese Tomate reif? Natürlich ist der Weg in die digitale Welt mit einigen Risiken verbunden, aber das ist im gesamten Unternehmertum so. Ich kann also im Nachhinein nur sagen, ausprobieren hilft, Erfahrung machen hilft und ganz zum Schluss kann ich sagen, ich bin sehr zufrieden damit, was wir getan haben.